Das Spiel Ikki von Kōta Yamada führt uns ins spätmittelalterliche Edo, dem heutigen Tokio. Genauer gesagt in den Stadtbezirk Nihonbashi, wo die Händler vor ihren Nagayas ihre Waren an die Oyokatas verkaufen. Mit Hilfe von HändlerInnen und HandwerkerInnen versucht ihr in 13 Runden zur angesehensten Person Edos zu werden. Ihr werdet sie anstellen und ihnen einen begehrten Platz auf der Hauptstraße zuweisen. Sich hineinzuversetzen, dass wir Händler sind, dass wir Läden aufmachen, dass wir überall rumlaufen und in den anderen Läden gleichzeitig einkaufen, das macht dieses Spiel so rund für mich. Je mehr Handel in euren Geschäften getrieben wird, desto erfahrener und wertvoller werden eure Angestellten. Und dann finde ich es so nett, dass wir unsere Figuren altern lassen können auf diesem Spiel. Ich nehme sie zu mir an mein Pult und dort bringen sie mir Einkommen. Immer nach 3 Monaten kommt eine Wertung. Da kann ich ganz gut drauf spielen. Das macht es auch so interessant, weil ich plane zwar auf der einen Seite langfristig, plane aber auch 3 kurze Ziele mit ein. Das heißt, wir spielen 12 Monate. Wir wissen ganz genau, was am Ende einer Jahreszeit passieren wird. Und trotzdem, in jeder Runde öffnen sich neue Geschäfte. Kann ich mich entscheiden. Es gibt viele Wege, Ikki, also Punkte zu sammeln. Ihr könnt zum Beispiel Fische, Pfeifen und Tabak sammeln oder Gebäude bauen, die euch starke Vorteile oder viele Punkte bringen und deswegen heiß umkämpfte Karten sind. Ich denke mir schon, die würde jetzt total gut in meine Strategie passen. Und dann sitzt du dann da und denkst, oh, hoffentlich merkt das jetzt keiner, dass jetzt diese Karte dringend braucht. Ihr nutzt aber nicht nur die Vorteile der Händler und Gebäude, sondern habt auch die Verantwortung für sie. Ihr müsst sie ernähren können und für genügend Brandschutz sorgen, denn wenn ein Feuer ausbricht, wird es gefährlich für eure Geschäfte. Und das kann richtig dramatisch sein, denn wenn ich mich nicht genug um meinen Brandschutz gekümmert habe, brennt alles ab. Und diese Plättchen werden immer wieder reingemischt. Das heißt, es kann 3-mal an der gleichen Stelle das Feuer ausbrechen, obwohl du eigentlich sagst, ach, da ist das jetzt schon 2-mal ausgebrochen. Da kommt das nie wieder hin. Ja, sicher bist du nie, außer du kümmerst dich um deinen Brandschutz. Für mich ist das Ganze wie ein Gesamtkunstwerk. Da ist zum einen diese Grafik, die Händler und Händlerinnen, die da abgebildet sind. Das führt mich auch thematisch unheimlich hinein in diese Zeit, in diese Epoche nach Edo. Gerade diese Komposition, die Strategie, das Aussehen, das Vorplanen, das Glückselement, die historische Umsetzung, genau das macht es für mich zu einem so stimmigen Gesamtwerk. Und nicht nur für dich, sondern für uns alle, die wir in der Jury sitzen. Und deswegen haben wir es in diesem Jahr zum Kennerspiel des Jahres nominiert.